My name is Mark Sandoval, Ich bin Mark Sandoval and I had been the medical director at Uchee Pines Institut for about 10 years. Ich bin für circa 10 Jahre der Leiter gewesen vom Uchee Pines. Right. And some of you know Amy and Andre Pershin. Und einige von euch kennen noch Amy und Andre Pershin. They came here and did a workshop a few years ago. Einige Jahre zuvor hatten sie einen Workshop hier geleitet. And a number of you probably remember Dr. Agatha Thrash. Und einige von euch kennen noch Dr. Agatha Thrash. And I've had the pleasure of working with them as well. Und ich habe auch mit ihr zusammengearbeitet. And this invitation actually came before COVID interrupted things. Und diese Einladung hierher als Sprecher zu kommen kam bevor Covid aufkam. And I was supposed to come a year or two ago. Eigentlich hätte ich schon vor 1 oder 2 Jahren kommen sollen. But I'm glad to be here now. Aber ich bin nun froh, jetzt bei euch sein zu können. Now I am no longer at Uchee Pines. Ich bin nicht mehr bei Uchee Pines. Our family left the end of October. Unsere Familie ist gegen Oktober hat Uchee Pines verlassen. And we have started a new ministry. Und wir haben ein neues Missionswerk begonnen. Called New Paradigm Ministries. Mit dem Namen übersetzt Neues Paradigmen Ministries. And this came about because of a growing understanding of the cause of disease. Und dies ist aus dem Aspekt heraus gegründet, dass ein Verständnis gewachsen ist, was eigentlich die Ursache für Krankheiten ist. Initially with my medical training. Und ursprünglich mit meinem medizinischen Training. I of course understood health to be a physical issue. Habe ich verstanden, dass Gesundheit primär eine physische, eine körperliche Sache ist. Which it is. Und das ist auch so in Ordnung. But I understood it as a physical cause. Aber jetzt sehe ich nun Krankheiten als körperliche Ursache. And I transitioned from emergency medicine. Und der Wechsel von der traditionellen Medizin to lifestyle medicine zum Lebensstil-Medizin. Because I realized that individuals had disease because of many things that they were doing. Hat stattgefunden, weil ich gesehen habe, dass viele Krankheiten körperliche Leiden haben aufgrund der Dinge, die sie tun. Or that they were not doing. Oder aufgrund der Dinge, die sie nicht tun. But it took me a while to realize Aber es dauerte einige Zeit für mich zu verstehen, that people have a lifestyle for a reason. Dass Leute aus einem bestimmten Grund einen gewissen Lebensstil haben. And so if you stop at lifestyle, und wenn du nicht weitergehst, you still haven't gotten to the bottom of the issue. Als nur der Lebensstil, dann bist du noch nicht mal bei dem Problem angekommen. So you need to go deeper. Also du musst tiefer gründen. And what I came to realize und was mir bewusst wurde, is that what we grew up learning, or I grew up learning, was ich gelernt habe bisher, about Jesus and the Bible and the Gospel, about Jesus, die Bibel, dem Evangelium, actually gets to the very foundation. Geht genau an diesen Grund des Problems. Of that which leads to disease. Was letztlich dann zur Krankheit erst führt. I recognize that every presentation should be balanced in and of itself. Mir ist bewusst, dass jede Präsentation ausgewogen sein sollte. But for the purpose of this presentation, aber zu einem bestimmten Zweck, I need to be imbalanced. Muss ich unausgewogen sein. We are going to be talking about light is dark and dark is light. Wir werden darüber sprechen, dass Licht Finsternis ist und Finsternis Licht. And our initial text is Isaiah 5 and verse 20. Und in Jesaja 5 Vers 20 lesen wir: Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Have you ever met somebody that was delusional? Habt ihr jemals jemand getroffen, der Wahnvorstellung hatte, wahnhaft war? Yeah. I have worked in the emergency department. In der Notfallabteilung des Krankenhauses habe ich solche Fälle gesehen. And I have met a number of patients who are delusional. Und ich habe einige Patienten gesehen, die wahnhaft waren. They have very interesting beliefs. Sie haben sehr interessante Anschauungen. Some of them believe that they are God. Einige denken, dass sie Gott sind. Others believe they're the devil. Andere glauben, sie wären der Teufel. Others believe that they're the president. Andere glauben, sie wären der Präsident. Others believe that they can walk through walls. Andere glauben, durch Wände laufen zu können. And others believe that when they watch the news,
Andere glauben, wenn sie die Nachrichten sehen, the one who's speaking in the television dann ist derjenige, der zu ihnen spricht durch den Fernseher, is speaking directly to them ist ganz direkt zu dieser Person am and giving them Sprechen special messages. und sogar besondere Botschaften dieser Person weitergeben. I have had to put somebody together who cut themselves open Ich musste jemanden wieder zusammenflicken, der sich aufgeschnitten hat, because they had bugs under their skin. weil er Käfer unter der Haut hatte. But there were no bugs. Er glaubte es zumindest, aber da waren keine Käfer. Right? So you can do much harm to yourself Du kannst dir großen Schaden zufügen and to others und auch zu anderen, if you don't see things how they really are. wenn du die Dinge nicht so siehst, wie sie wirklich sind. And in dealing with individuals with a delusion, Und im Umgang mit solchen, die wahnhafte Vorstellungen haben, I have never been able to convince them habe ich es niemals geschafft, sie zu überzeugen, that what they believe is not real dass das, was sie glauben, nicht der Wahrheit entspricht. and that what I believe is real. Und dass das, was ich glaube, die Wahrheit ist. Because that is the nature of a delusional disorder, Weil das ist die Natur einer wahnhaften Vorstellung. that you do not believe that your delusion is a delusion. Dass du nicht glaubst und verstehst, dass deine wahnhafte Vorstellung wahnhaft ist. Right? I have a relative Ich habe einen Bekannten, who believes that they will save the Seventh-day Adventist Church. der glaubt, he is going to save? Yeah. Er wird die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten retten, By becoming the president of the United wenn er der States Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird and changing the rules and regulations and so on. und die Gesetze und Ordnungen etc. verändert. I have had a number of discussions with my relative, Und ich habe mit diesem Bekannten viele Unterhaltungen gehabt. and I have never been able to convince him that his delusion is a delusion. Aber ich hatte nie Erfolg, ihm zu überzeugen, dass es nicht so ist. Such is the nature of a delusional disorder. Denn genau das ist die Natur einer wahnhaften Vorstellung. And I have had patients that have come into the emergency department, Und ich hatte Patienten, die bei mir in die Notfallaufnahme kamen and they have been just violent. und sie waren gewalttätig. And you have police officers Und du musstest die Polizeibeamten herbeordern and hospital guards, und auch sogar Wächter für das Krankenhaus. and you have one person on one arm, Und du hast dann eine Person an einem Arm another one on the other one, und eine andere Person am anderen Arm and one person on each leg, und jeweils noch Personen bei jedem Bein. and somebody holding their head so they don't bite them. Und jemand weiteres hat den Kopf gehalten, damit er nicht beißen möge. And you have to wrestle them into a bed Und du musst sie letztlich festbinden an ein Bett and strap them down. und musst sie niederdrücken, niederhalten, festbinden. And you can't convince them that you're not there to harm them, Und du kannst sie nicht überzeugen, dass du nicht da bist, um ihnen zu schaden. because they think you're there to kill them. Weil sie glauben, du bist da, um sie zu töten. And they're fighting for their life. Und sie kämpfen um ihr Leben. In those situations, I have only been able to give somebody strong medicine. Und in einer solchen Situation war ich nur dazu fähig, wirklich starke Medikamente zu geben, als letzte Hilfe. And under the influence of that medicine, Und unter dieser Medikation they begin to calm down. sind sie letztlich ruhiger geworden. And at times, Und teilweise they begin to wake up from their delusion. sind sie sogar aufgewacht von ihrer wahnhaften Vorstellung. The question is, Die Frage nun, are you and I delusional? sind vielleicht du und ich ebenfalls wahnhaft? Are we delusional? Sind wir wahnhaft? And if we were delusional, Und wenn dem so sei, how would we know? wie könnten wir es dann erfahren? Because the very nature of a delusional disorder Denn die Natur einer wahnhaften Vorstellung is that the one who is delusional does not know they are delusional. ist doch, dass derjenige, der diese Vorstellung hat, es nicht weiß. And what if we all had the same delusion? Und was wäre, wenn wir alle die gleiche wahnhafte Vorstellung hätten? So that when we go and talk to somebody Und wenn wir else, zu jemand anderes gehen und mit ihm sprechen würden, we all essentially have the same story. dann hätten wir doch alle die gleiche Geschichte einander auszutauschen. We all essentially have the same perspective. Und wir hätten alle die gleiche Perspektive. And so everybody confirms everyone else in the delusion. Das heißt, jeder würde den anderen noch bestärken in seiner wahnhaften Vorstellung. If you were crazy, how would you know you were Wenn du also crazy? verrückt wärst, wie könntest du da rauskommen und es erfahren, dass du verrückt bist?
If you were born delusional Wenn du wahnhaft bereits geboren worden wärest and you grew up delusional und du wärest auch so aufgewachsen and you saw everything backwards und du alles rückwärts dir anschauen würdest and you saw everything upside down, und du alles auf den Kopf gedreht gesehen hättest, then to you upside down dann wäre für dich dieses Umgekehrte, would be right side up. dieses auf dem Kopf stehende normal sein. And right side up Und die richtige Seite would be upside down. wäre für dich auf den Kopf gestellt. Right? So is it possible Ist es also möglich, that we're upside down, dass wir vielleicht auf den Kopf stehen we're backwards, und rückwärts gewandt sind and we think we're right side up? und aber denken, dass wir auf der richtigen Seite stehen? Well, we are not taught in school, at least in the United States. Zumindest in den Vereinigten Staaten wurden wir nicht unterrichtet in der Schule, We're not taught how we think. wie wir denken. We're only taught certain subjects to think about, Man hat uns nur Themen vorgesetzt, über die wir denken sollen, but we aren't taught why we think the way we do. aber man hat uns nicht beigebracht oder vermittelt, warum wir eigentlich so denken, wie wir denken. So we're going to understand a little bit more about how we think Und heute verstehen wir etwas besser davon, wie wir eigentlich denken. by putting a puzzle together. Und wir wollen dies jetzt hier exemplarisch tun, indem wir ein Puzzle zusammen puzzeln. Right? So here is the puzzle. Und hier ist nun das Puzzle. So the screen is where the puzzle is going to go together. Und bei dieser Bildfläche wird das Puzzle nun aufgedeckt. And every piece is going to come up in the top left corner. Und jedes Stück vom Puzzle wird bei der linken oberen Ecke herkommen. And every piece is rectangular. Und es ist rechtwinklig. And you don't know if it belongs to this puzzle or not. Und du weißt noch nicht mal, ob dieses Stück zu diesem Puzzle gehört. You don't know where it goes. Du weißt nicht, wohin es geht. You don't know if it's upright or upside down or sideways. Du weißt nicht, ob es seitlich verdreht ist oder auf dem Kopf steht. But you need to figure out where it goes. Aber du musst jetzt herausfinden, wohin es gehört. So here's your first piece. Hier ist dein erstes Stück. Where do you want it to go? Wohin würdest du es setzen? Where is it supposed to go? Wohin muss es gesetzt werden? Okay, so some are pointing certain directions. So einige weisen eine bestimmte Richtung. Some are saying you don't know. Einige sagen, ich weiß es nicht. Okay, so we'll just move it over to the side. We're Okay. not sure what to do with it. Lasst mal schauen, wohin es hingeht. All right, now we have our next piece. Da schon das zweite Stück. Where does it go? Wo geht dieses Stück hin? All right, somebody wants it at the bottom. Einige wollen es auf dem Boden haben. All right, we'll put it at the bottom. Na gut, dann machen wir dies so. All right. All right, so are you sure you know where they go? Seid ihr jetzt schon sicher, wohin es geht? Anybody here sure? Seid ihr jetzt schon sicher? No? Okay. All right, so we have our third piece. Wir haben jetzt das dritte Teil. What is that? Was ist das? Okay, so it's a mountain. Okay, es sind Berge. So where do you want to put the mountain? Aber wo geht dieser Berg nun hin? All right, so somewhere in the middle. Okay, irgendwo in die Mitte. All right, so we'll throw it somewhere in the middle. Na gut, machen wir das. All right, very good. All right, so where do you want it to go? Wo geht dieses Teil hin? Okay, right next to the last one. Direkt daneben. Na gut, machen wir das. All right. How many are you fairly confident about that? Seid ihr einigermaßen zufrieden und zuversichtlich, dass das so stimmt? Yeah, okay, so you got some confidence now. Okay, ihr habt ein gewisses Vertrauen, es sollte doch Alright. passen. So those first couple of pieces, we didn't know what to do with them Wir wussten bei den ersten beiden Teilen nicht, was wir damit tun sollten, because we didn't have any context to work with. weil wir keinen Zusammenhang hatten, an dem wir uns hätten orientieren können. The mind always has to have context. Der Verstand braucht immer irgendeine Orientierung, einen Zusammenhang. If there's no context, you have nothing to work with. Und wenn es den nicht gibt, dann bist du orientierungslos. And every puzzle piece represents information. Und jedes Puzzleteil repräsentiert Information. And the mind has to work with information. Und unser Verstand, unser Geist braucht diese Informationen. But that third piece, Aber dieses dritte Teil it had some useful information. hatte für uns verwertbare Informationen. And based upon that, Und darauf basierend now you got to see where the next piece goes. konnten wir uns orientieren, wo das nächste
Teil hingeht. All right, here's another piece. Hier ist ein weiteres Teil. Where do you want it to go? Wohin geht das? All right next to that. Okay. Direkt daneben, na gut. Very good. Sehr gut. So the more pieces that you have, Je mehr Teile, the more context you have to put new pieces into. desto mehr Zusammenhang hast du, um dich zu orientieren, wo das nächste Teil hingeht. It's hard to get those first few pieces, Es ist zwar schwer, die ersten Teile zu setzen, but then as you get more information, aber dann, wenn mehr Informationen reinkommen, it becomes easier. dann wird es einfacher. So we have another piece. Hier ist ein weiteres Teil. Where does that go? Wo geht das hin? All right next to it. Okay, auch daneben. Very good. Another piece. Sehr Oh, gut. bonus round. Oh, schaut mal. Right. Oh, yeah, you're right. Over to the right. Okay, ihr seid richtig. Direkt rechts daneben. That's right. Sehr All right. schön. Now we have another piece. Noch ein Teil. Where do you want that to go? Wo geht das hin? All right, towards the top, but you're not sure. Gut, ihr sagt eigentlich nach oben, aber so richtig sicher seid ihr euch trotzdem nicht. All right, we'll just put it over next to this other piece. Na gut, tun wir es mal daneben. Yeah, all right, so here we have another one, bonus round. Schaut mal hier. All right, straight down, very good. Ganz nach unten, gut. All right, now we have another piece. All right, so that piece, where do you want it to Okay, go? dieses Teil, wo geht es hin? You want to flip it over? Wollt ihr es umdrehen? Okay. Na gut. And put it over there, maybe. Dann tun wir es auf diese Seite. But then we'll kind of be off the edge of the screen. All right, so maybe we'll just stick it off to the side because we're not sure what to do with it Wir yet. packen es erstmal zur Seite, weil wir sind uns nicht sicher, was wir damit tun sollen. So here we have another piece. Jetzt noch ein weiteres Teil. Oh, yep, that's right, down to the right. Okay, richtig, das gehört da rechts Very hin. good. Sehr Here's gut. another piece. Und noch ein Teil. Oh, straight down, very good. Direkt runter, sehr gut. All right, now we've got a problem Und jetzt haben wir ein Problem. because those are obviously not going to match with that. Weil diese Teile mit dem Fragezeichen passen irgendwie nicht zum restlichen Himmel. So maybe we need some more context. Also wir brauchen irgendwie mehr Zusammenhang. Here's another piece. Where Yes. should that go? Noch ein Teil, wo geht das hin? All right, kind of down and okay. Irgendwie Yeah. nach unten. Very good. Sehr gut. Excellent. Exzellent. So now we have another piece. Jetzt ist noch ein Teil da. What do you want to do with that? Was wollt ihr damit tun? You want to flip it Wollt ihr es drehen? and put it where? Okay. Und wohin geht's? No, you don't want to flip it. Ihr wollt es nicht drehen. No, what do you want to do? Was wollt ihr damit tun? Oh, okay. All right, you want to put it right down. Ihr wollt es direkt runterschieben. Okay. Okay. All right. So that piece of information Diese Information, leads to what we call a paradigm shift, dieses letzte Puzzleteil an Informationen führt zu einem Paradigmenwechsel. right? A paradigm shift happens Und dieser Paradigmenwechsel passiert, when you take your existing picture wenn ihr das bisher bekannte Bild and now you're confronted with a new piece of information nehmt und es konfrontiert mit einer neuen Information, that doesn't fit with what you're working with. die nicht irgendwie richtig passt mit dem, wie es bisher war. But if you accept that piece of information, Aber wenn du dieses neue Teil an Information akzeptierst, it changes your whole idea of your picture. dann verändert es deine ganze Idee von dem ganzen Bild. So now what are you working with? Das heißt, womit arbeitet ihr jetzt eigentlich hier? What picture? Was ist das für ein Bild? A mirror reflection. Okay, so there's a reflection. Okay, da ist eine Spiegelung. Right. And so you, having seen something like this before, And you have seen. and having seen something Okay. like this Und weil ihr before, das schon mal vorher gesehen habt, then you know that this piece dann wisst ihr, dass dieses Teil da unten is probably going to end up somewhere in the dark place here, da irgendwo zum dunklen Bereich muss and these guys are probably going to end up down here, und diese beiden Teile da oben müssen runtergehen. and this guy might actually fit somewhere, Und da oben rechts in der Ecke passt auch noch irgendwo hin. right? So things that were unclear before start to get
clear. Das heißt, Dinge, die vorher unklar waren, beginnen klar zu werden. So here's another another piece. Und hier ist noch ein weiteres Puzzleteil. Where do you want it to go? Wo geht das jetzt hin? Okay, yeah, we're going to go Gut. back over this side. Okay, wir gehen dort zur Seite. All right, now we've got a place for that black piece. Und wo geht dieses schwarze Teil hin? All right, there it goes right Das there. passt jetzt genau dorthin. And your trees, your upside down trees. Und was ist mit den Bäumen, die auf dem Kopf stehen? Yeah, that's right. Die Goes gehen right down there. darunter. Now we have another piece. Und noch ein Puzzleteil. All right, yep, down on the bottom right. Richtig, da unten hin, rechte Ecke. All right. Yes, that's right. Und wo geht das hin? Ja, jetzt Very passt good. es. You guys Sehr are getting gut. it. Ihr habt es verstanden. All right, here's another piece. Hier ist noch ein Teil. All right, you're going to go straight down here. Das geht direkt runter. And now, Jetzt all right. sehen wir das Bild. Very good. Das geht dahin. Sehr gut. And that piece, Und dieses Teil yeah, straight down. direkt runter. Richtig. Another piece, Noch ein Teil. yep, over to the right. Okay, rüber nach rechts. We have another piece. Noch ein Teil. All right, and at the bottom. Runter. And your last piece. Und das letzte Teil. Yeah, very good. Sehr gut. So we take information Wir nehmen diese Informationen and we bring that information together und bringen diese zusammen and we put it together in a way that makes sense to us. und wir kombinieren diese Informationen in einer Weise, dass sie Sinn machen. And this puzzle is our worldview. Und dieses Puzzle repräsentiert unsere Sicht auf die Welt. But what happens if you put your whole puzzle together Aber was passiert, wenn ihr euer Puzzle zusammentut and you have your whole worldview und ihr habt eure Weltsicht, Weltanschauung and one day you find out und eines Tages findet ihr heraus, that you are upside down dass ihr auf den Kopf steht and that this is right side up. und dass eigentlich das die richtige Seite wäre, die richtige Perspektive. Right. So come here. There we go. Okay. So, is it possible Ist es also möglich, that you have lived upside down, dass ihr bisher die Dinge auf den Kopf gesehen habt thinking you were right side up? und dass aber dachtet, ihr wäret richtig herum? And how difficult or how easy would it be to deceive you? Und wie leicht wäre es dann, euch zu verführen? Well, has God been trying to tell us for a long time that we are crazy? Hat Gott uns seit langer Zeit versucht zu sagen, dass wir verrückt sind? Has he? Hat er? Jeremiah 17 and verse 9. Und in Jeremia 17, Vers 9 heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und hoffnungslos im Englischen bösartig. Wer kann es ergründen? Is that not God trying to tell us that we're delusional? Probiert Gott hier uns nicht zu sagen, dass wir genau wahnhaft sind? And in fact, that there is nothing more, nothing greater than your own heart that is more delusional? Und dass es da eigentlich nichts da draußen gibt, was mehr zur Verführung neigt als euer Herz? Maybe. Vielleicht. It says that the heart is desperately wicked. Es heißt, dass es wirklich hoffnungslos bösartig oder äußerst bösartig ist. What does it mean to be desperate? Und was ist damit gemeint, dieses äußerst hoffnungslos bösartig? Well, imagine that you're caught in the desert Stellt euch vor, ihr seid in der Wüste and you've been there for a couple of days und ihr seid da bereits einige Tage and your last drink of water was a couple of days ago. und der letzte Becher Wasser war auch einige Tage bereits zurück. And your lips are cracked and bleeding. Und eure Lippen bluten bereits und sind trocken und spröde. Your tongue is stuck to the roof of your mouth. Und die Zunge klebt oben am Gaumen. You have a horrible headache. Ihr habt fürchterliche Kopfschmerzen. You are weak. Ihr seid schwach. You can't even sweat anymore. Ihr könnt noch nicht mal mehr schwitzen. And your body temperature is rising. Und die Körpertemperatur steigt. Right? And you hit 39. Und jetzt habt ihr schon 39. And you hit 39.3. Und dann 39,3. And you know you're going to die soon. Und ihr wisst, ihr werdet demnächst sterben. Right? And off in the distance, Und aber da schaut drüben. you see a table In der Ferne seht ihr einen Tisch. with a pitcher of water on Und it. da ist ein Krug mit Wasser.
and it's glistening on the outside, und es glitzert außen and it looks nice and cool. und es sieht recht erfrischend aus. But between you and that water Aber zwischen euch und diesem Wasser is a huge patch of cactus. ist ein Kaktusfeld. And it's 100 or so feet thick, or it's, about 30 meters thick. Und es sind vielleicht 30 Meter, die dieses Feld ausmachen. And it's kilometers wide. Und für euch sind es Kilometer. You know, if you go around it, you'll die. Und ihr wisst, wenn ihr drumherum geht, werdet ihr es niemals schaffen und sterben. The only way you're going to get to that water is to go through the cactus. Die einzige Chance, zum Wasser zu gelangen, ihr müsst durch diese Kakteen durch. Will you go through the cactus to get to the water? Wirst du da durchgehen, um das Wasser zu erreichen? Some will die. Einige werden sterben, Others andere will face the cactus. werden sich um die Kakteen kümmern. Why? Warum? Because they are Warum? Weil sie desperate hoffnungslos for the water. sind. Sie sind äußerst begierig nach dem Wasser. Question. Eine Frage. So, to the human heart, Also das menschliche Herz, what is the water? was ist dieses Wasser? Was repräsentiert es? To the human heart, water is wickedness. Für das Herz stellt dieses Wasser symbolisch die Boshaftigkeit dar. The human heart will do anything Das menschliche Herz wird alles tun, to get the wickedness that is its desire. um die Boshaftigkeit zu erreichen, auf der es gründet, nach der es verlangt. But the delusion is, Aber der Wahn, it does not believe it's going after wickedness. dieses Herz, was nach dieser Boshaftigkeit natürlicherweise verlangt, pardon me, It believes that it does not believe it's going after ist aber nicht wickedness. davon überzeugt, nach diesem Boshaften zu trachten, zu streben. It believes that it's going after righteousness. Und es glaubt, nach der Gerechtigkeit zu trachten. Anybody here ever climbed a mountain? Hat jemand schon mal von euch einen Berg erklommen? Right. A difficult mountain, Ein schwieriger Berg? right? How do you feel when you get to the top of that mountain? Wie denkt ihr, wenn ihr die Bergspitze erreicht habt? Right? There's this exhilaration, Da ist diese Freude. this sense of accomplishment. Ihr habt etwas erreicht. Right? You have arrived. Und ihr habt das Ziel erlangt. But what happens if you climb to the top of a mountain Was passiert aber, wenn ihr den Berggipfel erklommen habt and your world is upside down? und euch dann bewusst wird, die Welt steht eigentlich auf den Kopf? Where did you just arrive? Wo seid ihr gerade angekommen? The very bottom, Ganz unten. thinking you were going to the top. Aber ihr dachtet, den Gipfel erklommen zu haben. Elated that you have made it, Ihr habt euch gefreut, ich hab's geschafft. when you're actually in the opposite of what you thought you were. Wenn ihr genau in Wirklichkeit das Gegenteil von dem erreicht habt, von dem ihr dachtet, ihr hättet es erreicht. Welcome to the delusional state of humanity. Und genau das ist das wahnhafte Stadium der Menschlichkeit und der Menschheit. This delusional state Und diese wahnhafte Vorstellung is so bad ist so schlimm, that even if God looked us in the eye and told us what was wrong, dass selbst wenn Gott uns in die Augen schauen würde und sagen würde, was hier falsch läuft, we wouldn't believe him. würden wir ihm nicht glauben. We wouldn't believe him Wir würden ihm nicht glauben, because that's the nature of delusion. weil genau das ist die Natur der Täuschung. Now you might be thinking, no, I would believe God. Und ihr sagt, nein, ich würde schon dran glauben, was Gott mir sagt. But are you better than the disciples? Aber seid ihr besser als die Jünger? I mean, 2 weeks before his death, 2 Wochen vor seinem Tod he asked them, who do men say that I am? hat er sie gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? And Peter's, they said, well, they believe you're Moses or one of the Und prophets. Petrus sagt, du bist einer der Propheten, du bist Mose. And he said, who do you say that I am? Was sagt ihr aber, wer ich bin? And Peter said, well, you're the Christ. Petrus sagt, du bist der Christus. Right? And he says, okay, well, don't tell anybody. Okay, aber sag's niemanden.
And 2 weeks later, 2 Wochen später Jesus is having his last meal with his hat disciples. Jesus sein letztes Mal mit seinen Jüngern And he tells them, und sagt ihnen, all of you will desert me this night. alle werden mich von sich stoßen, diese Nacht. How many believed him? Wie viele haben ihm geglaubt? No one. Peter said, well, even if they do, I won't. Petrus sagt, selbst wenn sie es tun, ich werde es nicht tun. Jesus said, you, Peter, tonight, Aber genau Jesus sagt, du Petrus, diese Nacht, you'll deny me 3 du times. wirst mich 3-mal verleugnen. Did Peter believe him? Hat Petrus ihm geglaubt? No. He even brought up scripture. Er hat sogar Schriftstellen aufgeworfen And he said, the scriptures say, strike the shepherd and the sheep will scatter. und sagt, na schaut, es steht doch dort, dass der Hirte geschlagen wird und die Schafe werden verstreut. You will all deny me Ihr tonight. werdet mich alle verleugnen diese Nacht. How many believed him? Wie viele haben ihm geglaubt? Even if the one whom you claim is God Selbst wenn derjenige, von dem du annimmst, er sei Gott, oder der selber sagt, er ist Gott, looks you in the eye and tells you what's wrong with your heart, dir in die Augen schaut und dir sagt, was mit deinem Herz falsch ist, you still won't believe him. würdest du es immer noch nicht glauben. Because that's the nature of a delusional state. Weil genau das die Natur des Wahns, einer eigenen Interpretation der Realität ist. Right? A rich young ruler came to Jesus Ein reicher Jüngling kam zu Jesus and he asked him a question. und hat ihm eine Frage gestellt. He said in Luke 18:18, In Lukas 18, Vers 18 sagt er, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? right? And Jesus responded, Und Jesus hat geantwortet, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. okay, Okay, well, that's great. das ist doch großartig. So Jesus took the commandments Jesus nahm die Gebote and he first listed number 7 und er hat zuerst die Nummer 7 And then- aufgelistet, erwähnt and then number 6 und dann die Nummer 6, and then number 8 dann die Nummer 8 and then number 9 und dann die Nummer 9 and then number 5, und dann die Nummer 5, right? In that order, in dieser Reihenfolge. right? And the young man responded, Und der junge Mann hat reagiert und gesagt, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. isn't this great? Ist das nicht großartig? I meet the criteria. Ich habe doch die Kriterien erfüllt. I'm in. Amen. I'm in Okay, ich with your bin kingdom. doch in diesem Königreich. But Jesus knew something he didn't know. Aber Jesus wusste etwas, was er selber nicht wusste. Jesus knew something about his heart that the young man did not know about himself. Und er wusste etwas, Jesus, über das Herz von diesem reichen Jüngling, was er selber nicht wusste, dem er sich nicht bewusst war. And Jesus only needed to ask one question Und Jesus musste nur eine Frage stellen, to reveal to the young man what was in his heart. um ihm zu offenbaren, was in seinem Herzen war. And he asked that question, Und er hat diese eine Frage gestellt, or he said this statement. wo er dies hier aussprach, eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. So what commandment did Jesus not mention? Also welches Gebot hat Jesus nicht erwähnt? He didn't mention number 10. Er hat nicht erwähnt das Gebot Nummer 9, Right? Nummer 10. And that's exactly where the issue lay. Und das war genau das, wo das Problem verborgen war. The reason Jesus mentioned the other things, Und der Grund, warum Jesus die anderen Gebote erwähnt hat, because those were the very things where the man knew he was okay. weil das waren die Bereiche, wo der Mann wusste, darin ist er eigentlich ganz gut. But if he had been at the Sermon on the Mount, Aber wenn er bei der Bergpredigt gewesen wäre, he wouldn't have been so sure that he was okay. dann würde er nicht mehr so gewiss sein, dass alles mit ihm in Ordnung liege. Because on the Sermon on the Mount, Jesus said, Weil bei dieser Bergpredigt sagte Jesus, you don't have to commit adultery with her du musst nicht mal die Ehe brechen mit ihr, to commit adultery. um wirklich sie zu brechen. If you simply lust after her in your heart, Wenn du nur ihr lustvoll nachschaust in deinem Herzen, even though you never do anything about it, selbst wenn du nichts
umsetzt von, it's adultery. ist es bereits Ehebruch. You can hate him in your heart, Du kannst ihn in deinem Herzen hassen and if you never kill him with that hate, und auch wenn du ihn mit diesem Hass niemals umbringst, it's still the breaking of the sixth ist commandment. es immer noch die Übertretung des 6. Gebotes. Jesus took it from an external action, Und Jesus hat es von auswärts betrachtet, and he von brought it to the layer of thought, extern und hat es auf die Ebene der Gedanken gebracht. so that if we even harbor the thought, it is the evil. Das heißt, selbst im Bereich der Gedanken ist es böse begründet. So how many commandments did this man lack? Wie viele Gebote hat der Mann also übertreten? And how many commandments did this man Und keep? wie viele hat er gehalten? Well, James chapter 2 In Jakobus 2, tells us, da heißt es, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber an einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. so how many commandments did the man keep? Also wie viele Gebote hat der Mann gehalten? 0. Kein einziges. What about us? Wie sieht es nun mit uns aus? How many do we keep? Wie viele halten wir? Go ahead. Okay, es heißt ja an dieser Stelle, wer mutwillig ein Gebot übertritt, bricht sie dem Geist und der Wahrheit nach allesamt. Nicht die Größe einer Tat des Ungehorsams macht die Sünde aus, vielmehr jede Handlung, die, sei es auch im geringsten, vom ausdrücklichen Willen Gottes abweicht. Eine solche lässt nämlich erkennen, dass der Mensch noch immer an die Sünde gebunden ist. Das Herz dient zwei Herren und das ist tatsächlich eine Verleugnung Gottes, Auflehnung gegen die Gesetze seiner Herrschaft. All right. Okay. So we go on. Also, dann heißt es sogar weiter. Sobald der Mensch seinen eigenen Weg wählt, macht er sich zum Gegner Gottes. Er hat keinen Raum mehr im Königreich der Himmel, steht er doch im Widerspruch zu den himmlischen Geboten. And one more. Und noch ein weiteres. Das Gesetz Gottes ist heilig, wie er heilig ist, vollkommen, wie er vollkommen ist. Er zeigt dem Menschen die Gerechtigkeit Gottes. Dem Menschen ist es aus sich selbst unmöglich, das Gesetz zu halten. Ist der Mensch doch seinem Wesen nach verderbt, entstellt und dem Wesen Gottes völlig unähnlich. Die Werke des selbstsüchtigen Herzens sind unrein, denn alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid und wir sind alle wie die Unreinen. Okay, So, gut. what about us? Wie sieht es nun mit uns aus? Are we right side up Stehen wir auf der richtigen Seite or are we upside down? oder stehen wir auf dem Kopf? Do we keep the commandments Halten wir die Gebote or do we break them? oder brechen wir sie? Where do we find ourselves Wo finden wir uns selber nun wieder before God? aus der Perspektive Gottes? Well, let's just take the fifth commandment. Na gut, lasst uns beispielsweise das 5. Gebot nehmen. That commandment, of course, tells us that we should honor our father and mother. Darin heißt es, wir sollten unsere Eltern ehren. So, is that commandment calling you to honor your parents only if they are honorable? Bist du dazu aufgerufen, deine Eltern nur dann zu ehren, wenn sie auch ehrwürdig sind? Or is it asking you to honor your parents partially? Oder fordert es dich auf, deine Eltern nur teilweise zu ehren? Is honor if it's only partial honor? Ist Ehre wirklich Ehre, wenn sie nur teilweise Ehre ist? Do you honor them a little, some, or most of the time? Ehrst du sie, wenn du sie nur ein wenig ehrst oder einige Zeit oder vielleicht sogar die meiste Zeit? Well, if so, that means you dishonor them a lot, some, or a little. Dann aber ist es so, verunehrst du sie größtenteils oder auch etwas oder auch nur ein wenig. Which is still dishonor. Aber das ist immer noch Unehre. Right. So when is honor honor? Also ab wann fängt Ehre an, wirklich Ehre zu sein? What if you dishonor them once a year, but you honor them the rest of the time? Was ist, wenn du sie einmal im Jahr entehrst, aber die restliche Zeit ehrst? Is that honor or dishonor? Ist das dann Ehre oder ist das dann Unehre?
Okay. Na gut. So, can you honor your parents, your spouse, your boss, your children, and so on by choosing to honor them? Die Frage ist, kannst du deine Eltern, Ehepartner, Chef, Kinder und so weiter ehren, indem du dich dafür entscheidest, sie zu ehren? Can you? Ist das möglich? Then why don't you? Aber wenn ja, wieso tut ihr es dann nicht? Because you didn't want to? Weil ihr es nicht wollt? Or because you couldn't? Oder weil ihr es nicht konntet? This is an important question. Und das ist eine entscheidende Frage. Did you not honor them because you chose to not honor them? Hast du sie nicht geehrt, weil du es so bestimmt hast, so ausgewählt hast, sie nicht zu ehren? Or did you not honor them because you couldn't? Oder honor hast du them? sie nicht geehrt, weil du es gar nicht konntest? I don't mean that you didn't have, by God's grace, the opportunity to do so. Ich sage nicht, dass ihr durch Gottes Gnade nicht die Möglichkeit habt, das zu tun. But I mean that outside of God's grace, you didn't have the capacity to do so. Aber außerhalb der Gnade Gottes hast du gar nicht die Fähigkeit dazu. Right. So can you give what you don't have? Könnt ihr also geben, was ihr gar nicht besitzt? And can you have something without first taking it? Und kannst du etwas haben, ohne es vorher genommen zu haben? And if you don't have honor, can you choose to honor? Und wenn ihr die Ehre gar nicht selber habt, könnt ihr dann die Ehre wählen? Can you by choosing give away what you do not have? Könnt ihr durch die Wahl alleine etwas geben, was ihr gar nicht habt? Can you create honor by choosing it? Könnt ihr Ehre schaffen, dadurch, dass ihr sie erwählt? Does choice create what you don't have? Kann die Wahl letztlich schaffen und kreieren, was ihr gar nicht besitzt? Or does it select from what you do have? Oder ist sie nur imstande, die Wahl auszuwählen von dem, was in eurem Repertoire ist? Or what is available to you? Oder was verfügbar ist? Right. So in a way, we don't understand choice. Das heißt, so richtig verstehen wir die Wahl nicht. Get it backwards. There you go. So we are slaves to sin. Wir sind Sklaven der Sünde. But we think we have a choice to choose to do the right thing with the right motive. Aber wir glauben, dass wir die Möglichkeit haben, das Richtige zu wählen, wenn wir die richtige Motivation haben. And if we can only get that chooser to work right, Und wenn wir nur diesen Wähler dazu bringen könnten, richtig zu wählen, then we can choose our way into right acts. dann könnten wir doch uns dahin wählen, das Richtige zu tun, sozusagen. And we can choose our way into right motives. Und wir könnten uns dahin wählen, die richtigen Motive zu haben. And by so doing, we can conform to the law. Und so können wir auch mit dem Gesetz übereinstimmen. So we try to get ourselves to do the law through human choice and effort. Das heißt, wir versuchen uns dazu zu bringen, das Gesetz durch menschliche Entscheidungen und Anstrengungen zu tun. And we fail. Aber wir scheitern. And so therefore we're left constantly asking God for forgiveness. Und deswegen sieht es doch so aus, dass wir immer Gott um Vergebung fragen, all die Zeit. Because we keep failing to do this, Weil wir immer wieder unsere Niederschläge haben that we can't stop doing, und das nicht umsetzen können. or we have to ask forgiveness for stopping the things we should do. Oder wir müssen um Vergebung bitten, das zu beenden, was wir nicht tun sollten. We have no choice to do according to what we don't have. Wir haben doch die Wahl gar nicht in den Bereichen, wo wir Dinge gar nicht besitzen. If you have no honor, you cannot choose to honor. Und wenn du keine Ehre in dir sozusagen hast, dann kannst du auch nicht die Ehre wählen. Right? You have no choice to not do according to what you have. Und du hast nicht die Wahl, nicht das zu tun, was du nicht hast. Yeah, there you go. So you cannot choose to not honor if you only have honor. Du kannst dich nicht dafür entscheiden, nicht zu ehren, wenn du nur Ehre besitzt. You can only choose to do according to something if you already have that something. Du kannst dich nur entscheiden, nach etwas zu handeln, wenn dir dieses etwas bereits ansässig ist. You cannot bring that thing into existence by yourself Und du kannst es nicht in die Existenz versetzen and durch from yourself dich selber heraus, by choosing. indem du wählst. Right.
So we can try the rest of our lives to honor others, Wir können also den Rest des Lebens versuchen, andere zu ehren. and we can meet together again in another 20 years, Und wir können uns die nächsten 20 Jahre treffen and I'll ask you, how's it going? und uns dann fragen, wie hast du es gemacht? Hat's geklappt? How you doing? Hast du es geschafft? Got it? Erledigt? Umgesetzt? War es dir möglich? So we'll die before we succeed this way. Wir werden sterben, bevor wir auf diese Weise erfolgreich sind. So we cannot keep the law by our choices, our effort, or our trying. Das heißt, der Punkt ist, wir können das Gesetz nicht durch unsere Entscheidungen, Bemühungen oder Versuchen halten. But we cannot do it without it. Aber wir können es auch nicht ohne tun. You will never keep the commandments Du wirst die Gebote niemals halten, without choice, ohne zu wählen, without effort, ohne Bemühungen, Anstrengungen hinein zu investieren. but you will never do it by that either. Aber trotzdem werdet ihr es auch allein durch diese Dinge ebenso nicht vollbringen. So there has to be something else. Also da muss noch etwas mit ins Spiel kommen. Has to be something else. Da muss noch was sein. So what is the foundation of the law? Also was ist die Grundlage des Gesetzes? It's love. Es ist die Liebe. So what kind of love? Aber welche Art von Liebe? Is the law calling you to love others with a selfish love or an unselfish love? Ruft dich das Gesetz auf, andere mit selbstsüchtiger Liebe oder mit selbstloser Liebe zu lieben? Okay. So how much of an unselfish love? Aber wie viel von dieser selbstlosen Liebe braucht ihr? Some unselfish and some selfish, Ein bisschen selbstlos und noch ein bisschen egoistisch? or completely unselfish and no selfishness? Oder total, vollständig selbstlos? Yeah, totally. Komplett selbstlos? So how much selfishness does it take to make your unselfishness selfish? Also wie viel Selbstsucht braucht es, um deine Selbstlosigkeit letztlich selbstsüchtig zu machen? Or how much unselfishness does it take to make your selfishness unselfish? Oder wie viel Selbstlosigkeit braucht es, um deine Selbstsucht selbstlos zu machen? Right. Well, Matthew 7 Na gut, in Matthäus 7, says, da heißt es, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. okay, so we understand this. Also das verstehen wir doch. We understand you have a bad tree. Wir wissen, hast du einen schlechten Baum, It can't produce bad fruit. I mean, if it can't produce good fruit. dann kann er keine guten Früchte produzieren. And if you have a good tree, Und wenn du einen guten Baum hast, it's not going to produce bad fruit. dann wird er keine schlechten Früchte produzieren. But what if you have a tree that has mixed fruit? Aber was ist mit einem Baum, der gemischte Früchte trägt? And it's got some good fruit, Einige gute Früchte and it's got some bad fruit. und ein paar schlechte Früchte. Is it a good tree, Ist es jetzt ein guter Baum or is it a bad tree? oder ist es ein schlechter Baum? So, how much bad fruit can a good tree produce? Wie viele schlechte Früchte kann ein guter Baum nun produzieren? 0. 0. How much bad fruit can a good tree produce? Wie viele schlechte Früchte kann ein guter Baum produzieren? 0. So if the 0. tree has good fruit and bad fruit, Also wenn ein Baum nun gute und schlechte Früchte trägt, what's the problem? worin liegt das Problem? Well, the problem is answered in Isaiah 64 and verse 6. Naja, die Antwort finden wir in Jesaja 64, Vers 5. Wir sind ja allesamt ein schlechter Baum und all unsere gute Frucht sind schlechte Frucht. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. So if you have a tree that has good fruit and bad fruit, Also wenn du einen gemischten Baum hast, is there actually good fruit? is there actually? Uh-huh. Okay, dann sind da gute Früchte Or is there not? oder sind diese guten Früchte doch keine guten Früchte?
Revelation 3:17. In Offenbarung 3,17 heißt es, du glaubst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Ich bin ein guter Baum mit guter Frucht sozusagen. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich bin ein schlechter Baum mit schlechter Frucht. So, if you have mixed fruit on your tree, Wenn du also an deinem Baum gemischte Früchte hast, the good fruit is an illusion. dann ist die gute Frucht letztlich eine Illusion. That's a deception. Es ist eine Verführung, There is no good fruit on a mixed tree. weil es gibt keine guten Früchte an einem gemischten Baum. And James says it this way. Und in Jakobus heißt es, And it says, doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? wir sind, und da heißt es, sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Can a fig tree, my brethren, bear olive berries? Kann auch meine Brüder einen Feigenbaum Oliven tragen oder einen Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. So if your love has even the slightest bit of selfishness, Wenn also deine Liebe auch nur das geringste bisschen an Selbstsucht trägt, is it unselfish or selfish? ist es dann selbstlos oder selbstsüchtig? If your honor has the slightest bit of dishonor, Wenn deine Ehre das geringste Maß an Unehre hat, is it honor or dishonor? ist es dann Ehre oder Unehre? If your respect has the slightest bit of disrespect, Wenn dein Respekt das geringste bisschen Respektlosigkeit enthält, is it respect or disrespect? ist es dann betrachtet als Respekt oder als Respektlosigkeit? If your obedience has the slightest bit of disobedience, Wenn dein Gehorsam das geringste Maß an Ungehorsam trägt, is it obedience or disobedience? wie wird es gezählt, als Gehorsam oder als Ungehorsam? So when does love act loving? Also, wann wirkt Liebe liebevoll? And how much power does love have? Und wie viel Kraft besitzt eigentlich die Liebe? How much power does evil have? Und wie viel Macht hat eigentlich das Böse? And how much more power does love have than evil? Und wie viel mehr Macht hat die Liebe als das Böse? So what then can overcome love? Was ist also imstande, die Liebe zu überwinden? What can make love stop being loving? Was kann dazu führen, dass die Liebe letztlich aufhört, liebevoll zu sein? If love is infinite power, Wenn Liebe wenn hervorkommt aus einer unbegrenzten Macht, but evil is finite, aber das Böse ist ja begrenzt, then can evil ever overcome love? kann dann das Böse jemals die Liebe überwinden? No. Nein, Impossible. das ist unmöglich. Impossible. Unmöglich. We're told that love bears all things. Es heißt, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Now, evil cannot tolerate evil being done to itself. Das Böse kann es nicht tolerieren, dass ihm selbst Böses angetan wird. Evil will respond to evil with evil. Und das Böse wird auf das Böse immer womit antworten? Mit Bösem. But love can tolerate evil being done to itself. Aber die Liebe kann das Böse tolerieren und kann es tolerieren, wenn es ihr angetan wird. And it will respond to evil with love. Und Liebe wird auf das Böse womit antworten und reagieren? Mit Liebe. Right. So how much evil can love tolerate? Also die Frage, wie viel Böses verträgt die Liebe? And how long can love tolerate that evil? Und wie lang kann die Liebe das Böse ertragen? Can you, by choosing, develop this kind of love? Kannst du durch die Wahl diese Art der Liebe produzieren? Can you choose your way into this kind of love? Kannst du dich dort hinein wählen in diese Art der Liebe? In other words, by your own power of choice, making it happen? Kannst du es möglich machen durch die Kraft deiner Wahl? Can you? Ist das möglich? No. Nein. Can you tolerate evil being done to yourself? Kannst du es ertragen, wenn dir selbst Böses angetan wird?
Can you tolerate evil in others, Kannst du das Böse in anderen ertragen? especially those who are closest to you? Und insbesondere denen, die dir am nahesten stehen? Then is your love unselfish or selfish? Also ist deine Liebe dann nun selbstlos oder egoistisch? Is your love for others or is it for yourself? Ist deine Liebe für andere oder ist sie nur für dich selbst? Do you love them because of what is in them, Liebst du sie aufgrund der Dinge, die in ihnen sind? or do you love them because of what is in you? Oder liebst du sie aufgrund dessen, was in dir ist? Do you love some, many, or all? Liebst du einige, viele oder liebst du alle? And if you don't love all, Und wenn du nicht alle liebst, is your love love? ist dann deine Liebe wirklich Liebe? And if you don't love all, Wenn du dann aber jetzt nicht alle liebst, it's because you're loving them for what you can get from them, dann liegt es doch daran, dass du sie nur für das liebst, was du von ihnen bekommen kannst not what you can give to them. und nicht für das, was du ihnen geben kannst. And if you're loving them because of the love that is in you, Und wenn du sie aber aus der Liebe heraus liebst, die in dir ist, it doesn't matter who they are or what they do. dann spielt es keine Rolle, was sie sind oder was sie tun. If you're loving them because of the good that is in them, Wenn du sie nur wegen dem Guten liebst, was in ihnen ist, you will only love them dann wirst du sie nur deswegen lieben, when you believe that they are good. wenn du glaubst, dass sie gut sind. But when you don't believe they're good anymore, Aber wenn du nicht mehr glaubst, dass sie gut sind, you won't love them anymore. dann wirst du sie auch nicht mehr lieben. This love is no love at all. Und diese Liebe ist in Wirklichkeit keine Liebe. So, how are you measuring up to the law? Also, wie steht es um euch in Bezug zum Gesetz? Let's read. Okay, lasst uns lesen. Die Bedingungen zum ewigen Leben sind heute unter der Gnade noch die gleichen, wie sie einst im Paradies waren. Vollkommene Gerechtigkeit, Einklang mit Gott, restlose Übereinstimmung mit der Grundlage des Gesetzes. That sound like good news or bad news? Klingt das jetzt nach einer guten oder nach einer schlechten Nachricht? You're right. Du hast recht. It's good news. Das ist eine gute Nachricht. It is good news. Das ist eine gute Nachricht. But it seems really bad to us. Aber aus unserer Perspektive sieht es schlecht aus. And it causes us to cry out. Und es bringt uns dazu, auszurufen: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? So we find ourselves in a situation that we cannot fix. Also wir finden uns selbst in einer Situation, aus der wir nicht mehr herauskommen. We find ourselves under the condemnation of the law. Und wir finden uns unter der Verdammnis des Gesetzes. We find ourselves with a nature that is evil. Und wir finden uns mit einer Natur, die böse ist. And we cannot fix that evil nature with our evil nature. Und wir können diese böse Natur nicht mit unserer bösen Natur lösen. We find ourselves with many tools that we use, Und wir finden uns selber mit vielen Werkzeugen, die wir gebrauchen, all of which are controlled by the very evil that is the problem. die alle durch das Böse kontrolliert werden, die doch aber auch das Problem ist. So will we ever fix it? Also werden wir jemals imstande sein, da irgendwie heil rauszukommen? The answer is no, we will never fix it. Und die Antwort ist, wir werden es niemals lösen. Because if it was left to us, Denn wenn es an uns liegen würde, there is no hope. dann gäbe es keine Hoffnung. With that first sin, Mit dieser ersten Sünde all humanity was lost for good, war die ganze Menschheit verloren für das Gute, as far as we were concerned. zumindest was uns anbelangt. Because once that happened, Denn ein Schritt wurde getan and our very nature turned upside down, und dadurch ist unsere Natur einmal auf den Kopf gestellt worden. now we find ourselves in a delusional state. Und seither finden wir uns in einer wahnhaften Vorstellung. That we ourselves are unable to see, Und wir selber sind dies nicht imstande zu sehen. and more importantly, we ourselves are unable to fix. Und noch wichtiger, wir sind selbst nicht mal imstande, es selbst zu lösen.
Can the Ethiopian change his skin? Kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Isaiah chapter 1. Und in Jesaja heißt es, das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen. And what comes out of this evil nature? Und was kommt aus dieser bösen Natur heraus? Oh, there might be a lot of things that look good. Und da kommen einige Dinge, die mögen vielleicht gut aussehen. We can go to church. Und wir gehen noch in die Gemeinde. We can read our Bible. Und wir können immer noch unsere Bibeln We can lesen. pray. Und wir können sogar mit dieser Natur We beten. can go feed the hungry. Und wir können die Hungrigen speisen. We can pay our tithe. Und wir können sogar den Zehnten We bezahlen. can come to camp meeting. Und wir können auf Zeltversammlungen kommen. We can do all sorts of Wir things können all diese Dinge tun, that in and of themselves are good. die in sich heraus ja gut sind. I'm not saying they're not good, Ich sage nicht, dass sie nicht gut sind, but I can do all of that aber ich kann all diese Dinge tun out of selfishness. aus einer selbstsüchtigen Motivation heraus. That's right. Das ist richtig. That's right. Komplett richtig. Even the dog said amen. Sogar der Hund sagte Amen. God has been trying to tell us for many years. Und Gott hat uns probiert seit vielen Jahren zu sagen, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und in Römer 8, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. My patients are sick Meine Patienten sind krank, because they're crazy. denn sie sind verrückt. My patients are sick Meine Patienten sind krank, because they're crazy. denn sie sind verrückt. They do what they do Sie tun, was sie tun, out of a nature that is only evil. aus einer Natur heraus, die überaus böse ist. And while they can choose things that in and of themselves are better than what they were doing, Und auch wenn sie aus dieser Natur heraus Dinge wählen können, die besser sind, they cannot choose it for the right reason. können sie es nicht aus den richtigen Gründen heraus erwählen. You ever met somebody that was on a plant-based diet? Habt ihr jemanden mal getroffen, der auf einer pflanzenbasierten Ernährung lebte? Yeah. Ja. I look at one in the mirror every morning. Ich gucke in ein Spiegelbild jeden Morgen, der genau dies tut. But you know what I can do with that plant food? Aber wisst ihr, was ich mit dieser pflanzenbasierten Ernährung tun kann? I can stomp on my children's feelings. Kann ich auf die Gefühle meiner Kinder trampeln. I can take that plant food Ich kann diese pflanzenbasierte Ernährung and I can ignore my wife. und meine Frau nicht wertschätzen. I can take that plant food Ich kann diese pflanzenbasierte Ernährung and I can go exercise haben und ich kann sogar trainieren and think about myself and what I'm doing to be healthy. und darüber nachdenken, was ich tun kann, um gesund zu sein, And ignore all of those out there. und alle da draußen ignorieren. I'm not saying that it's bad to be plant-based. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, pflanzenbasiert zu leben. Believe me. Das ist nicht mein Punkt. Almost every health condition will do better if you were plant-based. Und der Punkt ist der, fast jedes gesundheitliche Problem würde profitieren davon, wenn wir pflanzenbasiert leben würden. And in the Lifestyle Center, we cannot reverse your disease if we don't put you on a plant-based diet. Und wir würden nicht imstande sein, die Krankheiten umzudrehen, wenn wir sie nicht auf eine pflanzenbasierte Ernährung setzen würden. But it's not the cause. Aber der Punkt ist, es ist nicht die Ursache. We have an evil nature. Wir haben eine böse Natur.
that is not as easy to fix as just changing what you eat. Und es lässt sich nicht so leicht lösen durch die Auswahl deiner Nahrungsmittel. It's something that we need powerful medicine for. Es ist ein Problem, wofür wir eine kraftvolle Medizin benötigen. Now, I'm not paying attention to time, so if anybody knows that I need to stop soon, you can wave and do all that kind of Ich stuff. betrachte die and then Zeit nicht. Wenn ich also aufhören muss, dann bitte winkt mir zu. yeah, and then I'll keep talking for another 20 minutes. Ansonsten werde ich die nächsten 20 Stunden, hat er glaube ich gesagt, noch am Sprechen sein. I'll know that that's my, work downtime. All right. Yeah, there's no Wir können time. die Uhr nicht sehen. All right, so how is God going to wake us up from the delusion? Also wie ist Gott imstande, uns aus dem Wahn herauszuholen? What is that medicine that he can inject Worin ist die Medizin begründet, die er injizieren könnte? where he couldn't just tell us and us believe? Pardon me? When he couldn't just tell us Okay. and we would believe it. Wenn das Problem noch so groß ist, dass wenn er es uns selbst sagen würde, wir es ihm nicht glauben würden. You know what that medicine is? Wisst ihr, worin diese Medizin begründet ist? It's demonstration. Es ist die Demonstration. Right? It's demonstration. Die Demonstration. And I have a cup here. Und ich habe hier einen Becher. If I knock the cup over, Wenn ich diesen Becher umkippe, I probably shouldn't. ich sollte es besser nicht tun, But if I knocked it over, aber wenn ich es tun würde, what would come out? was würde herauskommen? What's inside? Na, das, was da drin ist. And now if I knock it over, Und wenn ich es jetzt umkippen würde, what's coming out? was würde jetzt herauskommen? Nothing. Nichts, Because there's nothing in there, weil da ist ja nichts drin. right? All that can come out of the cup is what's in the cup. Es kann doch nur aus dem Becher herauskommen, was da drin ist. And that's true for people. Und das ist selbst für uns wahr. All that can come out of you Alles, was aus dir herauskommt, is that which is in you. ist letztlich das, was in dir ist. So if you're in a situation or a circumstance Also wenn du in einer Situation, in einem Umstand bist and something nasty comes out, und da kommt etwas nicht so Tolles aus dir heraus, where did it come from? woher kommt dieses Böse dann? It came from inside. Es kam von innerhalb. That's right. It doesn't matter what somebody says to you. Und es zählt nicht, was jemand anderes zu dir gesagt haben möge It doesn't matter how they treat you. und wie sie dich behandelt haben. What comes out of you Das, was rauskommt, can only come out of you kann nur rauskommen, if it's in you. wenn es zuvor in dir war. Right? So, Okay. when God cannot tell us, Wenn Gott also nicht mehr imstande ist, uns zu sagen, then God has to allow the crucible to come. the Crucible, You know, the Sabbath school lesson. Crucible. Schmerztiegel, okay, da muss er den Schmerztiegel zulassen. Right? He has to allow the crucible to come. Er muss den Schmerztiegel zulassen, den Feuerofen. To knock us over. Diesem muss es gestattet sein, uns umzukippen, So that what's inside damit das, was da drin ist, can come spilling out. herauslaufen kann, So that we damit wir can see it. es sehen können. How much evil Wie is the viel- sinful nature capable of doing? Wie viel oder zu welchem Maß ist die sündhafte Natur imstande, Böses zu tun? All of it. Yeah, all of it. So, das ist die ganze Palette. How many of us have sinful nature? Wie viele von uns haben eine sündhafte Natur, eine sündige Natur? All of us. Alle? So, how many of us Also wie viele von uns are capable of becoming Stalin?
sind imstande, gestohlen zu werden. Stalin, Russian leader. Okay, I'm sorry. Wie viele von uns hätten das Potenzial, so zu werden wie Stalin? Now they're surprised. Every one of us. Jeder von uns. Every one of us Jeder von uns have inside of us tragen in sich, what Stalin acted out. was Stalin letztlich nur aus sich herausgebracht hat. The thing that separates us Und die Sache, die uns von Stalin trennt, is circumstances sind Umstände and opportunity, und Gelegenheiten. right? But we have the same nature. Aber wir haben genau die gleiche Natur. Does God know the nature that we have? Kennt Gott unsere Natur? Does he know how bad it is? Wissen wir, wie schlecht sie ist? Does he know how crazy we are? Und weiß er, wie verrückt wir sind? Does he love us? Und da liebt er uns dennoch? Yes. Ja. He doesn't love the sinful nature. Er mag diese sündhafte Natur nicht. He does not love sin. Und er liebt die Sünde nicht. But does he love his children that Aber- are caught in this sinful nature? Aber liebt er seine Kinder, die in dieser sündigen Natur gefangen sind? Yes. Ja. And does he want to save them out of it? Und möchte er sie aus ihr heraus befreien? Yes. Ja. But he can't do it on his own. Aber er kann es nicht alleine tun. It has to be a cooperation. Es muss in Kooperation geschehen. And we will never cooperate unless we see the problem. Und wir werden niemals dazu gebracht werden, mit ihm zu kooperieren, wenn wir das Problem gar nicht sehen. So in Jeremiah 17:10, Und so heißt es in Jeremia 17, Vers 10, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, im Englischen heißt es den Verstand, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. and in Psalm 139, 23 and 24, Und im Psalm heißt es, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf dem ewigen Wege. it is in the test Es ist ein Test, and the trial und es ist durch Probleme, durch Versuchungen, that we get spilled over. dass wir ausgeschüttet werden wie dieses Glas, And what's inside um zu zeigen, comes out. was in uns steckt. Not so God can see it. Und es kommt nicht raus, damit Gott sehen könnte, was da rauskommt. He already knows it's there. Er weiß, was in uns steckt. It's so we can see it. Es ist nur, damit wir es sehen können. So we know what's inside. Damit wir sehen können, was in uns ist. So now we can begin to cooperate with him Und jetzt können wir anfangen, mit ihm zu kooperieren, so that he can save us. sodass er uns retten kann. He could have told David when he prayed this prayer, Er hätte David sagen können, oh, you're a murderer and an adulterer. du bist ein Mörder und ein Ehebrecher. And David would have said, no, Lord, not me. Und David würde gesagt haben, das bin ich doch ganz gewiss nicht. Am I not a man after your own Ich heart? bin doch ein Mann, ein Mensch deines Herzens. Do I not love your law? Ich liebe doch dein Gesetz. Do I not hate your enemies? Und pardon me? Do I not hate your Und enemies? ich hasse doch auch deine Feinde. God doesn't argue. Aber Gott diskutiert gar nicht. He demonstrates. Er demonstriert. And so one day David was on the porch of his palace, Und deswegen eines Tages war David da auf dem Vorsprung seines Palastes and he saw Bathsheba taking a bath. und hat Bathseba gesehen, wie sie ein Bad nahm. And one thing led to another, Und dann kam eins zum anderen. and he murdered her husband, Und er ist dann letztlich so geendet, dass er ihren Mann umgebracht, and he committed adultery with her. mit ihr Ehebruch begannen And there were other men in the army that died with that whole thing. und andere Männer in der Armee aufgrund dieser Sache auch noch sterben mussten.
And he included many different individuals in his sin. Und er hat viele Individuen noch mit hineingezogen in diese Sünde And yet he didn't see it und hat es trotzdem nicht gesehen. until God sent Nathan the prophet to him Bis Gott eines Tages Nathan den Propheten sandte and told him about a selfish owner with many sheep und ihm von jemandem, einem Besitzer von vielen Schafen erzählt hat. who took the poor guy's one sheep Und der hat dann einem anderen armen Gesellen ein Schaf and wouldn't genommen. even use any of his. Der hat auch selber genügend Schafe gehabt. And he said, "You're the judge. What should we do? Und jetzt fragt Nathan ihn, du bist der Richter, was sollen wir tun? That man must die Dieser Mann muss sterben. and pay back 4 Und er times what he muss took." vierfach zurückzahlen, was er genommen hat. And Nathan said, Und Nathan sagte, "You du are the man." bist der Mann. And then Und dann, the lights went on. erst dann sind die Lichter angegangen. And what was in David's heart, Und das, was in seinem Herzen war, he could not deny konnte er nun nicht mehr verleugnen, because it already came out. weil es war gerade dabei herauszukommen. Es war bereits rausgekommen. And it was only then that David could truly repent. Und erst dann war er wirklich imstande, wahrlich zu bereuen. And it's only when we see the evil inside of us, Und erst dann, wenn wir das Böse in uns sehen, when situation and test and trial come, wenn Situationen, Versuchungen, Probleme kommen and we get spilled over, und wir ausgeschüttet werden and nasty things come out und auf einmal dieser ganze Unrat herauskommt over and over und again, immer mehr, so that we can finally see it. damit wir letztlich wirklich sehen Oh, können. it's me. Oh, ich bin das Problem. The problem's in me. Schau, was da für Dinge in mir sind. They don't need the Savior. Die anderen brauchen den Erlöser nicht. I need the Savior. Ich brauche den Erlöser. Yeah, they need the Savior too. Ja, sie brauchen ihn auch. But I need the Savior. Aber ich brauche ihn. And that's when we fall before the Lord. Und dann fallen wir vor den Herrn pray. und beten, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. And God answers that prayer. Und Gott wird dieses Gebet beantworten. In Ezekiel, Und er tut es, und es heißt hier in Jesekiel, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. He doesn't want to fix what you have, Er möchte das, was ihr besitzt, nicht einfach reparieren. because what you have cannot be fixed. Denn das, was ihr besitzt und in euch ist, kann nicht repariert werden. You cannot improve evil to any degree to make it righteous. Du kannst das Böse nicht um ein paar Gradierungen verbessern, um daraus Gerechtigkeit zu machen. That which is evil must be destroyed Das, was böse ist, muss zerstört werden and replaced with that which is only good. und durch das ersetzt werden, was nur gut ist. And that is what God offers to us. Und genau das ist es, was Gott uns anbietet. Who wants that? Wer möchte das? Let's pray. Lasst uns beten.